Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Teil Vampyr. Alter, ich habe immer noch Probleme das irgendwie auszusprechen. Auf jeden Fall, ich habe herausgefunden, dass man die Bürger von den Bürgern auch Missionen bekommen kann und dass man eigentlich immer belohnt wird. Na, was? Das dauert, bis ich das gelesen habe. Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern. Ihre faszinierenden physischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Dies sind ein paar der interessanten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe, während ich über die letzten 10 Jahre Vampire oder Icons, wie sie sich selbst nennen, befragt habe. Übernatürliche Geschwindigkeit. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schnell als jeder Sterblicher reagieren kann. In einigen seltenen Situationen, Furcht, Überraschungen, Fluchtbedürfnis, sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegt, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihre Bewegungen nicht folgen, wenn sie so schnell sind. Doch zaubern sie nicht und lösen sich auch nicht auf. Es ist ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies eine katzenartige Eigenschaft. Sie können so schnell und weiter als wir rennen, springen und ausweichen. Ich habe weiterhin bemerkt, dass sie diese Geschwindigkeit erschöpft und dass sie an sich Grenzen gebunden sind. Alles klar. Mesmeriumus. Eine der mächtigen Fähigkeiten der Vampire ist es, sterblich dazu zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Ich nenne dies Mesmeriumus. Es ist aber nicht mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun. Nicht zwingend ihnen zu gehorchen. Ich nenne, mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun. Subjekt in einen anderen mentalen Zustand zu versetzen. Ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig beugen und sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragt, sagte mir, dass wahrscheinlich, weil ich zu lange nichts gedrückt habe. Kann sein. Vampir, den ich befragt, sagte mir, je mehr sich ein Subjekt wehrt, desto dauerhaft wäre der Schaden, da ein Vampir wortwörtlich die Psyche eines Opfers zergliedern kann. Derselbe Vampir erklärt mir, es braucht Zeit, diese Fähigkeit zu meistern. Je nach Subjekt kann das Ergebnis außerdem stark variieren. Eine falsche Erinnerung einzupflanzen, eine schmerzhafte löschen. Die Möglichkeit seien unbegrenzt und beängstigend. So, der letzte Teil. Gespür für Blut. Dies ist wohl die schädlichste aller Eigenschaften, der aus ihrer so vielen Tragödien für die Vampire und für uns entstanden sind. Vampire geringen nach Blut. Die müssen sich mit ihrem Willen selbst unterdrücken und nicht Fieber
fieberhaft jeden Tropfen Blut nachzujagen, denn sie Gewehr war, werden sie erhält sich aufrecht. Nur durch Blut können sie ihr übernatürliche Fähigkeiten voll ausschöpfen, obwohl er ich muss gerade mal gucken, wo ich jetzt bin, durch Unterernährung oder Durst sterben kann. Kann ein ausgehungerter Vampir sehr schwach sein. Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut erklärt ebenfalls, warum es Anziehungskraft von Blut sein so stark. Das ist ihnen nach. Ich muss gerade was trinken, Leute. Mein Hals hat gerade weh getan. Ich muss gerade jetzt wieder noch mal gucken. Blut erklärt eben. Wir machen bei Vampir, deren ihnen Ärger versetzt. Ein Vampir stand mir das Geruch, die Anziehungskraft von Blut sei so stark, dass es ihn manchmal blind macht, wenn er sich konzentriert. Kann ein Vampir das Blut um sich herum fast sehen. In warmen Körper durchwenden, hindurch an oh Alter. Vermeintlichen sauberen Waffen etc. oder so das heißt, glaube ich. Dasselbe Vampir verriet mir, dass er sehen, ob Sterbliche gesund Blut haben oder kranken seien und dass er in seinen Umgebungen in manchen Fällen Krankheiten, infizierte Kleidung und blutige Gegenstände erkennen konnte. Sollte dies wahr sein, würde diese Eigenschaft in der Medizin unzählige Anwendungen finden. Es wäre kaum zu glauben. Alter, ich habe das nur sogar durchgelesen. Ich hole mir jetzt einmal ein Glas zum Trinken, weil ein Glas ist das alles besser. So, jetzt geht's weiter. Ich muss mir mal ein Getränk gerade fertig machen. Ich habe heute 3 Minuten früher angefangen. Soll ich auf? Ich gucke noch mal, ob ich hier irgendwas sonst noch mit. Also, um meine Schusswaffe zu verbessern, habe ich immer noch nicht genug Materialien und das noch. So. Hier ist ein Händler, Unterschlupf. Keine Ahnung, was das ist. Mit diesem Kopf. Das habe ich immer noch nicht richtig kapiert. Stell eine Behandlung gegen Erschöpfung her. Alter. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel sehen kann. Irgendwas mit Erschöpfung.
Ach hier, Gegnerschöpfung. Ah, so kann ich auch Erfahrung kriegen. Dann habe ich jetzt halt noch 2 Sachen hergestellt. So. Leute von heute. Ah, ich hatte diese... Ich gehe mal hier lang. Good evening, sir. Doctor. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Krankheit verringern die Blutqualität eines Bürgers. Verwendet die richtigen Medikamente, um ihn zu heilen. Sprich mit Patienten im Zimmer hinter Dorothy und sei Gesundheitszustand zu kontrollieren. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing Good to give you evening. the benefit of the I'm doubt. Dr. Reed. Can I Guten help at all? Abend. No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Malte, drücke R1, um den Gesundheitszustand des Bürgers zu kontrollieren. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Oh, jetzt habe ich... You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Sollen wir persönlich was fragen? Komm, wir fahren. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Er will nicht reden. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Wer schon nicht will, der hat schon. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt.
So, jetzt geht's weiter. Entweder ist sie draußen oder drinnen. Eher drinnen, denke ich mal. Daily routine. It's locked. Ach, über mir. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific Ich hab categorization. doch gesagt, in meiner Undead, Regel steht unalive. links nur Immortality defies logic. über Instagram I cannot schicken oder express über my thrill Discord. at this serendipitous turn of events. Nicht hierüber. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Ich brauche einander. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Und ich kann auch nicht gut Englisch, also fast gar nicht. Deswegen kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was du da geschrieben hast. Müsste ich später mal nachgucken.
flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. No speak English. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Schön, Sie zu sehen. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Die von alleine kommen. Und das erkämpfe ich mir lieber, als mir sowas zu kaufen. Liars and thieves, every last one of them. Da will ich das so, ja. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Bitte beruhigen Sie sich. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail?
Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Es geht nicht Behandlungsfehler. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Royal Garden Theater. Hitch präsentiert Doris Felcher. Dingsums. The patients and staff might know. Alter. I'll start my investigation with them. Mal gucken. Wenn wir jetzt zuerst wahrscheinlich die irgendwo direkt vor der Nase ist. Komm, ich rede mal mit dir. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Ein seltsamer Mann, der die Schwestern besucht. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Wartet einmal kurz. So, bin wieder da. Ist die Lage hier? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. So, zurück. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals.
Most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them? Is there a problem I should know about, Nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get... Ich muss mir noch was zu trinken holen. Mein Trinken ist schon wieder alle. Jo, bin wieder da. Dann kannst du wieder weiter. Some rest. Krankenhauspersonal mit krimineller Fahrgeschichte. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Soll ich persönliche Fragen nehmen oder ihr lebt in London, Manu? Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Verstehst du auch nicht, weil du auf Englisch geschrieben hast? To clear Dr. Tippett's name must be the decision of Dr. Swansea. You can't take matters into your own hands. I respect Dr. Swansea's authority and management, but he's no idea what happens here on a daily basis. I did what I had to do. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? To clear Dr. Tippett's name must be the decision of Dr. Swansea. You can't take matters into your own hands. I respect Dr. Swansea's authority and management, but he's no idea what happens here on a daily basis. I did what I had to do. Zurück. Ja, zurück nochmal und... Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Also, eine Sache habe ich jetzt schon. Da müsste jetzt noch was im Gebäude sein. Gucken wir mal. Verhindert die Ansteckungen. Unbeachtet Spucken, Schneuzen und Husten verbreitet die Grippe.
Sie verbreitet sich durch Tröpfchen aus Nase und Rachen. Nutzen Sie nicht in der Öffentlichkeit. Okay. Ich will nicht angreifen. Ach komm, schadet nicht, wenn ich mit ihm nochmal rede. Do you need something, Jonathan? I have just a few questions. Then ask away. I'm at your service, Doctor. Über die Mutterschaft, über das Krankenhaus, über meinen Zustand, über Bischof. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the Brotherhood of St. Paul's Stole for several years. We are pledged to monitor and report vampire activity in England as impartial scientific observers. Das erklärt ihr Streif. Fürchten Sie sich nicht von mir? Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town. There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Zurück? Since I'm the one working for you, what should I know about Pembroke Hospital? Well, for many years, we have been the only medical facility in this part of town that people can rely on. We support the community here, as well as provide health care. So, wie ist die Lage? Was erwarten Sie von mir? What do you expect of me? What we need is hope. You were a soldier. This is a war. This white coat's still a uniform. We fight to help the poor, the sick of the East End, the forgotten. Where do we stand today? But to be honest, we cope on a day-to-day basis. The first wave of the Spanish flu last summer took us by surprise. We lack many of the basic necessities needed. Since you seem quite the expert on vampires, what could you tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings in the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. Wird die Sonne mich auslöschen? The sun. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require.
The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skald, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. How do Skalds come into existence? The name means slave. The etymology may indicate that they are a lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Just for clarity, what differences are there between myself and a Skald? A Skald is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. Okay. The matter of Lady Ashbury's blackmail. Oh, I know too much about this matter already. I'm confident in trusting the interests and reputation of both the hospital and Our Lady into your able hands. I have met Lady Ashbury. She's a fascinating woman, wouldn't you agree? Sie versucht ihr wirklich zu helfen. She told me you've been doing all in your power to cure her addiction for blood. Though unsuccessful, it's admirable. Lady Ashbury is a cherished friend of mine. I would not betray her secrets without her consent. Come to the rescue of a damsel in distress. I ask nothing more. We'll see each other again soon, Edgar. Ich glaube, ich kann ihn dazu noch nicht befragen, weil ich irgendwas noch nicht habe an Informationen und deswegen werde ich jetzt erstmal versuchen. Oder der ist hier unten irgendwo. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals. Or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Hä? Ach, die ist auch jetzt schon weg, oder was? Macht voll viel Sinn. Samunster. Wenn man das richtig ausspricht, heißt Samunster. Mal gucken. So viel.
Also, jetzt geht's weiter. Ah, diese Fliegen. Da werden welche getötet. Wie nett. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Das kommt hinter der Wand. Ah, immer noch hinter der Wand. Mal gucken. Jetzt kann ich mal endlich wieder. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. So, wir haben jetzt schon 1200 EP. Damit können wir später unsere Fähigkeiten erstmal wieder verbessern. Aber erstmal muss ich meine Mission nachgehen. I can't believe I'm doing this. Erstmal die Mäuse gegessen. Da komm. Sofort. So muss ich nicht so viele Menschen töten dafür. Wo ist er? What sort of creature is this? Here's what's left of him. Boah, Alter, Not a lot to check, but I should anyway.
Sie sind krank. Wie toll ist. Wer sie auch seien und wo sie auch herkommen mögen, suchen Sie Dorothea auf, um Hilfe zu bekommen. Kein Trick, keine Kosten, keine Fragen. Suchen Sie einfach Louis Petriscus Haus auf und zeigen Sie diese Gutschein vor. Das kann ich nicht ganz lesen, ich lasse es ein länger auf, dann könnt ihr es einmal selber lesen. So. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Na, wo seid ihr? Braucht nicht mehr viel Blut. Dann ist es hier alles voll. Oh, Alter, jetzt muss ich hier so richtig weit laufen. Nee, weiter nach oben wahrscheinlich. Hätte ich jetzt mal geschätzt. Mal gucken. Das wäre ja nice gewesen, wenn ich mich hätte jetzt da hoch teleportieren können. No, steady boy! Murder him, Boston! Alter. Warum müssen die mich auch jagen? Ganz ehrlich. He's mine! Murdering bastard! Oh, Christ! I'll take his head! Scheiße. Ich brauche wieder Blut. Blut. Es lädt.
Ich bin gleich wieder da. Ich mache mal kurz eine Toilettenpause. Das sollte nicht lang. Ich bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Achso, und ich hoffe, man hört mich gut. Ich habe vergessen, das letzte Video mir einmal anzugucken, um das zu wissen. Dann will ich jetzt mal gucken, ob ich jetzt meine Sachen bekomme. Boah, Alter. Wie komme ich da hoch? Ich weiß, dass es einen Weg gibt. Aber ich sag mal, ich bin mir ziemlich sicher. Mal gucken, was ich stattdessen ausrüsten kann. Okay, Blutaufnahme.
keinen Plan, was ich gerade falsch mache, Leute. Aber irgendwie schaffen wir das schon. Ah. Hier kann ich hoch. I cannot enter. So, mal gucken. Zweihändig und das ist alles eins. Einhändig. Jetzt brauche ich nur noch Schrauben, wie es aussieht. Nein, oh Alter. Achso, ich kann ja mal gucken, ob ich sonst noch was herstellen kann. Ah, ich kann Sachen wiederverwerten. Was auch Teil eines gewöhnlichen Abzugs. Nö. Hab keine Chance. So. Alles klar. Meine Augen sehen komplett normal aus, will ich mal sagen. So. $2000 habe ich nicht. Das hat auch wahrscheinlich 600, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich schlafe jetzt die nächste Nacht. Und dann geht's weiter, ne? Also. Okay. Stabil.
Heißt das vielleicht, ich sollte ein bisschen mehr aufpassen? Boah, Alter, dieses Fenster, ne? You made for me! Wait! Come on, you coward! Ah, das ist mal geil. Ich kann jetzt einfach zu meinen Feinden hinspringen. Filthy piece of shit! Doesn't like fire, does it? Shit, that leech is fast! Where'd it go? Die, vermin! Mann, wie komme ich weiter? It's locked, all right. Mal gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da irgendwie hochkommt. Ich gehe mal nochmal zurück und guck da, weil ich habe gerade keinen Plan, sonst muss ich gleich einmal nachgoogeln, wie das geht, weil ich bin gerade ziemlich aufgeschmissen. Also hier klappt das ganz einfach. So, da war ich jetzt nochmal. Da gab es jetzt nichts anderes. Da ist ich. Warte mal. Ich gehe mal bei der. Von da sind wir ja gekommen. Das war es ja. Gehe ich mal wieder zurück. Guck mal, was da hinten war.
Also über die Brücke bringt es nicht irgendwie zurückzugehen, denke ich mal, weil da nichts ist. Alter, man kann einfach seine dumme Mülltonne nicht wegtreten. Oder muss ich hier außen rum gehen? Oder unterirdisch? Jo, unterirdisch. Bestimmt ist es das. Ich versuche mal unterirdisch irgendwie dahin zu kommen. Wenn das klappt. Hier unten war ich noch gar nicht, glaube ich. Oh, Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Come back here and fight! We have to stop it! Christ! He's dead! Okay, man muss nur wissen, wie man es einsetzt. Dann könnten die Gegner wie Pappikuchen für mich sein. Oh, Alter. Ich guck mal gerade. Ja. Das kann auch nicht wirklich nicht so schwierig sein. Ja, ich guck nicht nach. Alles klar. Erst wenn ich es wieder auflöse, ist es weg. Boah, wäre das jetzt geil, wenn ich es geschafft habe, bitte. Muster. Hast du eine Idee, wie man da hochkommt? Ich habe gerade keine.
Genau, das ist. Ich bin gerade am gucken. Ich gucke jetzt noch eine Sache einmal kurz nach. Also, theoretisch könnte ich... Oh, Alter, es geht hier gar nicht weiter. Oh, ich bin auch so dumm, ne? Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Wenn ich jetzt hier lang... Ach, das Tor kann ich nicht benutzen, also muss ich... Alter. Könnte ich wenigstens hier die Sachen benutzen? Ach, wäre es schön gewesen, wenn ich einfach... So, dann mache ich mal was anderes. Gerade. So. Ich probiere jetzt mal was aus. Vielleicht klappt das ja. Oh, ich habe kein Blut mehr. Links! Watch out, lad! Bloody leech! Boah, jetzt kann ich wieder so richtig loslegen. Diese Reise kann jetzt echt lang werden. Vielleicht kann ich mich früher teleportieren. Mal gucken. Okay, ich hab's, glaube ich, jetzt herausgefunden. Vielleicht klappt das ja von hier. Mal gucken. Vielleicht war auch mein Ansatz einfach nur falsch. Hier ist es auch ganz stabil. There's one of them! Watch yourselves! Ah!
Oh, ich hätte lieber die Leute angesehen, ganz ehrlich. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, natürlich verschlossen. Das heißt... Hier komme ich auch nicht weiter. Boah, nein. Ich will doch einfach nur dahin kommen. Mal gucken, ob ich irgendwo hochspringen kann und da weitergehen kann. Natürlich nicht. Wäre ja sonst zu leicht. Ne? So. Ach, hätte ja sein können. Ah ne, der Typ hat ja schon erklärt, man teleportiert nicht, sondern bewegt sich so schnell, dass man es nicht mit menschlichen Augen verfolgen kann. Zack. Alter. Hier war ich schon. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Zug mitfahren kann.
Weitere Einstellungen. Einstellung für Audioaufzeichnung. So Leute, ich muss einmal was nachgucken und dann geht es sofort weiter. Leute, ich habe es jetzt herausgefunden. Die Lösung war so einfach. Ohne Scheiß. So einfach. Also wir müssen erstmal wieder zurück hierhin. Dann gehen wir hier über die Straße ganz geradeaus und dann sind wir da. In der Richtung müssen wir. Das ärgert mich gerade sowas von. Dass die Lösung so einfach war. Geil, ich kann glaube ich gleich meine Waffe upgraden. Mal gucken, wo wir jetzt gelandet sind. Jetzt müssen wir noch ein bisschen nach da. Dann sind wir auch schon weiter. So. Ich glaube, wenn wir jetzt hier lang gehen, wir gehen hier hoch und dann... It's locked. Nein. Alter, das ärgert mich gerade so. Ihr wisst gar nicht, wie es mich ärgert, ganz ehrlich. Wenn das so eine einfache Lösung ist und man da gefühlt irgendwie eine halbe Stunde, 20 Minuten dran sitzt und dann sieht, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, ist das schon ärgerlich. Wollen wir noch eine halbe Stunde, wir haben das ist dann das längste Video, das ich hier jemals gemacht habe. Er konnte mich sehen, dieser Spaß.
Boah, erstmal heilen. Ich muss mich schon wieder heilen. War noch eine Heilung? So. Ach, das wäre viel leichter gewesen. Ah, das geht nur, wenn ich das block. Bam! Boah, Alter. Und Mäuse? Ah ja, nur Glück. Ich brauche kein Blut. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Jäger platt mache, aber ich glaube, ich verzichte mal. Komm, ich warte noch ein paar Sekunden, also die ich noch warten muss, weil dann kann ich den ersten richtig attackieren. Jetzt kommt 2, 1, 0. We have to stop it! Also, so viele Munition habe ich jetzt nicht mehr. Also, immer noch nicht. Wenn ich da wieder 13 habe, kann ich wieder... So. Mal gucken. Wie es aussieht, muss ich da lang. Okay, Tor ist offen. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Und weiter geht's.
Stop it now, Albert, stop it! Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The wet... Leute, ich mache mir kurz gerade eine Kleinigkeit zum Essen, weil ich gerade ein bisschen Hunger bekomme. Das dauert nicht lange, ich bin gleich wieder da. So, ich bin erstmal wieder da. Essen ist ein Toast. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Du kennst die Risiken. Du bist so naiv. Du kannst keine Freiheit. Das ist keine Freiheit. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I've a future here. Untersuche erfolgreich. Hast du Medikamente meines gestohlen? What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. Vielleicht hat dich verwechselt. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Ich frage mal was Persönliches. Wenn ich könnte. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Goodbye. Auf Wiedersehen. I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Someday you'll understand. You've wasted... What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? Hallo, Zeit Zuschauer. Who are you? I'm Dr. Reed. And I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Ich frage mal was persönlich, wenn es diesmal kann. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. Coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. What about those we left behind, face down in the mud?
You want to change places with them? You cannot waste your chance at life this way. It's not that simple. I wouldn't have expected you to understand. I don't even know why I spoke to you in the first place. Hä? Also... Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. Ich guck gerade mal kurz noch was. Bin jetzt wieder da. Wir nehmen wir jetzt noch am Essen. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just faked me last nerve. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? The word is she ain't real. It's just a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Also da habe ich schon alles. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure? Ich bin gleich wieder weiter. Ich entschuldige mich dafür, dass ich auf das einmal kurz weggegangen bin, aber jetzt sollte es reichen.
Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. I'd like to see what kind of medicine you're selling. So. Good evening, my dear colleague. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Ach, sie ist eine Floristin. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Persönliche Fragen kann ich keine stellen. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Goodbye, Miss Swan. Perhaps we'll talk again. Ah. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Er hat Bronchitis, eine Krankheit. Ah, Alter, da muss ich jetzt erstmal. Also, ich bin ja nah dran, aber ich muss in den Umkreis hinkommen. I cannot enter. Ah, nur von der anderen Seite, okay.
I will return later. Also reingehen kann ich schon mal nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht irgendwie außenrum durchkomme. Das muss ich gerade mal nachgucken. Alter. Der hatte ja mir richtig Schaden zugefügt. Komm her. So. It's locked. Wieso mal nicht von dieser Seite? Also so einfach wird es jetzt auch wieder nicht, ne? Habe ich irgendwas mit Inventar, nur bestimmte Plätze? So. Ich fürchte, ich habe nicht lange mehr Platz. I cannot enter. Ich bin hier. Ich hier lang gehe. Noch nicht nah genug. Also ich hätte nur noch länger stehen müssen. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Also, wir haben jetzt schon viel herausgefunden und jetzt geht's weiter, ne?
Also Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Also ich frage ihn erst persönliche Fragen und dann handle ich mit ihm nochmal. Wie läuft das Geschäft? How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Ja, das... Ah ne, das hat... Für Sie Fragen habe ich noch gar nicht. Da kann ich aber auch nichts fragen. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Sie ist eine gute Schwester? Klar, bestätige sie die Migranten. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Also jetzt handle ich mit ihm. Show me what you have. Mal gucken, ob für mich irgendwas hat, was für mich vielleicht die Interesse weckt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann nicht, weil hier zu viele Menschen sind. Ach komm, egal.
macht jetzt auch nichts. Please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for... Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Und der handelt nicht, was mich schade. Goodbye. Ach, komm. Das war's erstmal für heute. Ich mache dann am nächsten Mal wieder weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss jetzt noch ungefähr 30 Minuten laufen, damit ich speichern kann. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Dass ich jetzt noch irgendwas aus der Animation angefangen habe. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal für heute Schluss machen. Ich warte jetzt noch, bis ich da reinkomme. Wo ist das Bett? Gibt es hier ein Bett? Die Sachen, die hier drin sind, gucken wir uns das nächste Mal an. So, jetzt. Also, das nächste gucken wir uns das nächste Mal an. Und wie gesagt, den anderen Rest gucken wir uns auch an. Und ich würde dann mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.